Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Butterplätzchen zum Ausstechen und Verzieren mit Zuckerguss und bunten Streuseln eignen sich perfekt zum Backen mit Kindern und dürfen wirklich auf keinem Plätzchenteller fehlen. Das Rezept für diese Mürbeteigplätzchen hat mir vor kurzem die liebe Marie zugeschickt und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich es gleich mal für euch verfilmt. Ich bereite den Plätzchenteig in meinem Multizerkleinerer zu. Ihr könnt ihn aber natürlich auch zügig mit den Händen oder mit einem Handmixer verkneten. Wichtig dabei ist, dass ihr zuerst die trockenen Zutaten mit der kalten Butter zu einer sandigen Masse verarbeitet und diese dann mit dem Eigelb zu einem homogenen Teig verknetet. Damit sich der Teig leicht verarbeiten lässt und auch die Aromen gut durchziehen können, sollte er mindestens 30 Minuten gekühlt werden. Nach der Kühlzeit könnt ihr den Plätzchenteig dann auf die gewünschte Dicke ausrollen. Ich habe ihn hier 3 mm dick ausgerollt, aber es schadet auch nicht, wenn ihr ihn etwas dicker macht. Die Plätzchen habe ich dann einmal auf einer perforierten Silikonmatte und einmal auf normalem Backpapier gebacken. Wie sich das auf das Backergebnis ausgewirkt hat, zeige ich euch gleich nochmal aus der Nähe. Je nach Dicke der Plätzchen beträgt die Backzeit bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 8 bis 10 Minuten. Und jetzt zeige ich euch noch, wie die Plätzchen auf den unterschiedlichen Unterlagen geworden sind. Die Plätzchen, die ich auf der Silikonmatte gebacken hatte, haben unten das typische Muster und sind alle schön eben geworden. Dagegen sind die Plätzchen, die ich auf normalem Backpapier gebacken habe, nicht ganz so eben, aber genauso zart und lecker wie die anderen. Allen, die dieses Rezept ausprobieren, wünsche ich schon mal viel Spaß beim Backen und bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare.